Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Online-Flive PC-Video. Und heute haben wir ein kurzes Update. Wir sind Level 86 und vor allem auch Event-Item, technisches Update. 1326 Glücksbeutel haben wir jetzt aktuell. Und ja, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie viele wir am Ende des Events haben werden, weil ich noch nicht genau weiß, wie viel wir noch spielen werden, bis das Event tatsächlich endet. Ich hoffe mal auf jeden Fall über 2000 und befürchte aber immer noch stark, warum wir überhaupt Event-Items haben wollen, logischerweise. Also die ganzen Belohnungen sind mir an für sich wirklich komplett egal. Mir geht es nur um dieses schnellere CS-Pad, weil ich glaube, das würde einem extrem weiterhelfen, vor allem so wie ich aktuell spiele und wahrscheinlich noch eine ganze Weile spielen werde, dürfte mir das ganz schön weiterhelfen. Und ich meine, das CS-Pad ist so freaking langsam, muss man wirklich sagen. Es nervt so extrem. Das ist eigentlich das, was mich am meisten zurückhält. Ich meine, warum ich bei den Tote bin, dazu sage ich gleich noch was. Aber egal, wo du bist, das ist, glaube ich, das, was einen am meisten zurückhalten wird. Außer man macht AOE only, dann geht es vielleicht noch, weil wenn man nur AOE, zum Beispiel in Ratesia oder Dark Ratesia später irgendwann mal, dann wäre wiederum der Vorteil, die droppen ja keine Event-Items. Und da ist dann quasi, keine Event-Items. Beim AOE droppen sie ja nur einmal Event-Items, so meinte ich es. Und das heißt, du hast dann ja quasi nur Penya, ein paar Event-Item-Drops, ein paar Gems, Oimoon. Also du hast dann basically keine Drops mehr, du lässt ja alles liegen im Endeffekt. Also ich würde die ganzen Waffen und alles liegen lassen. Also du würdest kaum noch was aufheben. Du würdest 150 Items droppen pro, sag ich mal, große AOE vielleicht oder so und würdest nur 20 oder 30 aufheben. Hauptsächlich Penya halt, aber ohne Party-Skills hält sich Penya eigentlich auch in Grenzen. Das Schlimme ist bei Penya eigentlich wirklich nur mit Party-Skills, wenn bei jedem Monster noch 2 Penya-Säcke liegen. Das ist dann immer richtig nervig. Aber das habe ich ja nicht, weil ich ja quasi permanent ohne Party-Skills spielen werde. Also voraussichtlich zumindest. Oder vielleicht Link Attack irgendwann mal, aber Drop-Skills auf jeden Fall nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich werde jetzt einfach noch probieren, so viele Glücksbeutel wie eben geht, mit meinem Spielpensum zu farmen. Ich meine, das kann ich nicht wirklich kontrollieren. Weil man sagen muss, dass manchmal die Droprate schon extrem abweicht. Also manchmal droppst du gefühlt bei jedem Monster einen Glücksbeutel und manchmal nicht. Das bin ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich gewohnt. Aber es ist halt Classic Flive PC, würde ich jetzt mal sagen. Und genau, also das CS-Pad zu bekommen wäre echt geil. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen so sind. Vielleicht hat da ja schon jemand ein fettes Box-Opening gemacht und kann ein bisschen seine Erfahrungen mitteilen. Also ich vermute mal, es ist extrem selten. Also 100 Boxen, voraussichtlich Stand jetzt wären es auf jeden Fall 100, denke ich mal. Ja, wird höchstwahrscheinlich nicht reichen. Ich denke, selbst mit 1000 hat man gar keine so gute Chance, dass man es wirklich bekommt. Also eine Chance sicherlich, aber keine gute. Aber mal schauen. Und ja, dann warum bin ich bei den Tote? Ganz einfach, ich habe einfach Tower B4 ein bisschen erkundet, B3 meine ich natürlich, und muss tatsächlich sagen, die Tote sind actually besser als die Hague, was mich echt gewundert hat, weil bei den Tote war ich eigentlich noch nie wirklich richtig am Leveln. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich jemals bei denen großartig was gemacht habe. Also ich war sicherlich schon mal hier, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil es vermutlich eine sehr, sehr kurze Zeit war. Wahrscheinlich nur mal kurz hergeschaut und dann direkt wieder gegangen oder so. Aber ich muss tatsächlich sagen, sie sind actually besser als die Hague, weil die Hague hatten ja das Problem, dass die immer so in eine Ecke geknüllt waren, wenn überhaupt mal welche da waren. Und die Tengu, muss ich sagen, ja, die haben natürlich auch jetzt hier zum Beispiel einen Spot, wo halt mal dann ganz viele nebeneinander stehen. Aber sie haben halt nicht diese komplett leeren Flächen eigentlich. Also ihr habt uns jetzt gesehen, da war jetzt ein Cluster-Spawn, dann ein paar einzelne und dann eigentlich direkt der nächste Cluster-Spawn und schwuppdiwupp hast du deine 20 Monster, kannst eine kleine AOE machen, killst die alle. Ja, gut zugegeben, da muss natürlich schon wieder auf die andere Seite des Raumes. Also es sind jetzt nicht so dicht besiedelt wie jetzt Tower B5 oder so. Ist eigentlich auch gar nicht. Aber es ist besser als die Hague, muss man wirklich sagen. Also ziehst jetzt dann in der Mitte wieder ein bisschen und dann gehst du auf die andere Seite und dann ist es im Endeffekt wieder so, dass du eigentlich, egal in welche Richtung du guckst, ziehst auf jeden Fall zumindest ein paar Monster. Und als Ranger hast du den Vorteil, dass du nicht zu jedem Monster laufen musst. Das heißt, wenn sie nicht ganz so nah beieinander stehen, ist eigentlich Wurst, solange sie jetzt nicht komplett extrem weit auseinander stehen. Also actually besser als Hague, immer noch ziemlich schlecht, aber jetzt momentan laufen nur die Daily Tournaments. Da farmt man sowieso immer nur ein paar Gems, um einfach überhaupt eine Belohnung zu bekommen, sage ich mal. Farmt währenddessen ein bisschen Event-Items, das passt. Aber jetzt am Wochenende, weil ich gerade die Tournaments angesprochen habe, ist der nächste Qualifier für das Stage Final. Also ich habe es ja schon gesagt letztes oder vorletztes Mal, ich bin qualifiziert oder ich sollte qualifiziert sein für das Stage Final.
Ist natürlich immer so eine Sache, ob man die Regeln wirklich richtig interpretiert oder ob da nicht noch irgendwas im Kleingedruckten irgendwo steht. Aber normalerweise sollte ich auf jeden Fall dabei sein. Aber ich werde natürlich trotzdem den Qualifier spielen. Und das heißt, dieses Wochenende werde ich dann wahrscheinlich auch wieder Fly PC streamen. Nicht so viel, aber ein bisschen. Genau, und dann werden wir dann auch wieder ein bisschen grinden, ein bisschen leveln. Das ist, glaube ich, schon wieder Doppel-XP-Event dieses Wochenende. Also gefühlt ist die ganze Zeit Doppel-XP-Event bei Fly-PC, doppelt oder dreifach oder 3,5-fach oder was auch immer. Also es läuft gefühlt immer ein XP-Event, Lord-XP-Event auch noch. Also es ist echt crazy. Also obwohl ich eigentlich echt nicht viel gespielt habe. Na gut, ein bisschen vielleicht, aber 1300. Ich denke mal, an den Event-Items kann man es ganz gut ablesen, wie viel ich tatsächlich spiele. Ja, jetzt nicht so extrem viel auf jeden Fall. Und ich finde, dafür ist es echt krass, wie man hier Fortschritte erzielt. Also du spielst, also ich spiele nicht nur casual, ich spiele nicht mal täglich, also, na gut, casual heißt nicht täglich, aber ja, also ich würde sagen, ich spiele weniger als ein Casual-Spieler. Keine Ahnung, meine 5 Stunden die Woche vielleicht, wenn es hochkommt. Und das ist meiner Ansicht nach schon ziemlich wenig. Und ja, damit so viele Level-Ups zu schaffen, ist schon insane. Also gefühlt, also ich meine, gut, okay, mein Equipment ist natürlich auch ziemlich gut, muss vielleicht dazu sagen, also mein Killspeed ist jetzt. Wobei andererseits bin ich jetzt nicht in Astria. In Astria, selbst mit einem schlechteren Killspeed, würde man wahrscheinlich sogar noch ein kleines bisschen schneller vorankommen. Aber es ist ja Jacke wie Hose. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Wochenende wird auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr gegrindet. Je nachdem, wie viel wir grinden werden, können wir dieses Wochenende schon die 2000 Glücksbeutel erreichen. Und dann geht das Event ja noch eine Weile. Aber ich glaube nicht mehr bis zum übernächsten Tournament. Das übernächste Tournament ist dann, glaube ich, nach Eventende. Müsste zumindest so sein. Ich habe jetzt die genauen Daten tatsächlich nicht im Kopf, aber das ist dann nochmal 2 Wochen später. Und das ist dann über 4 Wochen nach Event-Start. Also das müsste dann definitiv ein neues Event sein, theoretisch. Ja, aber mal gucken auf jeden Fall. Wie gesagt, Daily Tournaments jeden Tag ein bisschen. Ist auch immer mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Also wie gesagt, manchmal droppst du gefühlt bei jedem Monster einen Glücksbeutel. Manchmal zieht sich das mit den Gems. Also ich hatte jetzt die letzten Tage echt viel Pech, muss ich sagen. By the way, hier ist übrigens der Grafikfehler, über den können wir auch noch reden. Die letzten Tage, muss ich sagen, hatte ich echt viel Pech. Also ich hatte schon Tage, da habe ich legit 3 Mobs getötet, Gem gedroppt und konnte, oder hätte theoretisch offline gehen können. Ich meine, meistens habe ich dann trotzdem irgendwie 10 Minuten zumindest Event-Items gefarmt, um einfach ein bisschen die Glücksbeutel zu kriegen. Oder aber dann noch 2, 3 Gems gefarmt oder whatever. Aber, oh, da ist schon wieder einer tatsächlich. Ja, heute ist ein guter Tag. Also heute waren es jetzt, also es ist jetzt erst 17:51 Uhr. Das Tournament hat erst vor 15 Minuten gestartet und ich habe schon 4 Stück und habe nicht die ganze Zeit gelevelt. Also ich bin erst vor 20 Minuten online oder so. Also jetzt, heute ist zum Beispiel ein guter Tag. Also heute wäre jetzt ein guter Tag für ein Tournament. Wahrscheinlich. Aber es gibt Tage, da muss ich wirklich sagen, da farme ich 30 Minuten und drop keinen Gem. Ums Verrecken nicht. Also ich töte 5, 6, 7, 800 Monster und drop einfach keinen. Das ist insane. Und du willst halt wirklich nur einen, um überhaupt eine Belohnung zu kriegen. Mehr willst du gar nicht oder so. Also manchmal ist es schon echt tricky. Aber Droprate 0,5%, das ist halt nicht viel. Da kann halt gefühlt alles passieren. Da kannst du innerhalb von 5 Mobs eindroppen oder theoretisch auch erst innerhalb von 5000. Wobei 5000 ist dann doch eher unwahrscheinlich. Aber kann theoretisch passieren. Genau. Und ja, zum Level an sich, also Level 86 sind wir jetzt. Ja. Wie gesagt, mir ist das Level an für sich egal. Aber ich finde, wie gesagt, trotzdem, dass es einfach einen Unterschied macht, wenn man immer wieder die Monster wechseln kann. Also ich finde das jetzt ganz chillig, eigentlich mal so ein bisschen Flyve nochmal, ich meine, neu zu entdecken, ist jetzt auch ein bisschen schwachsinnig formuliert, muss man sagen. Aber ja, einfach nochmal so ein bisschen Nostalgie-Trip-mäßig durchlaufen. Vor allem jetzt, wie gesagt, bei den Daily Tournaments, wenn es auch jetzt nicht wirklich darum geht, okay, ich muss jetzt auf Druck so viel farmen, wie nur irgendwie geht. Mobdichte, ultra wichtig, Killspeed, ultra wichtig und sonst was. Ja, und jetzt auch bei den Qualifiern ist ja eigentlich auch nicht so wichtig, weil ich bin ja schon qualifiziert. Also ob ich da jetzt 7., 8. oder 6. bin, ist auch vollkommen Wurst im Endeffekt. Also von dem her muss man wirklich sagen, ist das ganz nice. Aber die ganze Zeit auf einem Level zu stehen, würde mich jetzt, glaube ich, trotzdem ziemlich ankotzen. Deswegen enjoy ich das auf jeden Fall, den stetigen, nicht allzu schnellen, aber trotzdem stetigen Progress. Und bin auf jeden Fall schon gespannt auf Astria jetzt, dann wenn wir zurückgehen nach Astria. Mit den Prince, habe ich ja schon gesagt, habe ich eigentlich ziemlich gut in Erinnerung. Wobei ich zugeben muss, am Anfang, also sagen wir mal so 2014, 2015, in meinen ersten Streams, wo ich so massenhaft Event gefarmt habe auf den deutschen Servern, also angefangen zu streamen habe ich ja tatsächlich auf den europäischen Servern, oder das war, als die europäischen Server rauskamen, habe ich meine ersten Streams gemacht. Das heißt, die ersten Streams waren eigentlich alle von Clockworks damals, gar nicht von den deutschen Servern. Aber als ich dann immer mehr auf den deutschen Servern auch gestreamt habe, da war es dann tatsächlich so, dass ich sehr viel bei Prince gefarmt habe, wenn ich mich richtig erinnere. Es müsste so 2015 gewesen sein oder so. 2015 Weihnachtsevent. Da habe ich, glaube ich, hunderte Stunden gestreamt bei Prince. Und da dachte ich immer so, Prince ist eigentlich schon ultra geil. Das ist so einer der besten Spots. Also da, wo diese braunen Flächen sind bei den Prince. Ihr wisst schon welche, Kappa. Fand ich mal richtig geil.
Ich muss sagen, irgendwann hat sich dann so ein bisschen gechanged, meine Meinung über Prince, weil die Hindernisse mich dann, glaube ich, irgendwann zunehmend abgefuckt haben. Und dann war ich, glaube ich, mehr Fan von den Kings tatsächlich. Also Fly PC, probably die Kings am besten. Nach den Mammuts zumindest. Weil ich weiß gar nicht, Mammuts habe ich irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr so gefeiert. Irgendwann hatte ich einfach die Schnauze voll von Asria, ist, glaube ich, das Problem. Aber meine Erinnerung ist echt... Ich weiß nicht, ich kann mich auf meine Erinnerung nicht mehr wirklich verlassen, weil es mittlerweile so vermischt ist, auch mit Fly Universe und so. Also es ist echt schwer zu sagen irgendwie. Ist ja das gleiche wie mit Tower B2. Hatte ich besser in Erinnerung. Gut, Tower B1 hat eigentlich gepasst. Was war es noch? Yeti hatte ich ziemlich viel besser in Erinnerung eigentlich. Aber ja, zieht euch das mal rein. Ich weiß gar nicht, was es ist. Können wir mal hier ein bisschen ranzoomen. Warte mal. Seht ihr das am Boden, dieses Leuchten? Crazy, oder? Also ich glaube, das ist eigentlich das Leuchten von diesen Fackeln. Weil das schimmert auch so. Ich mache mal das CS-Bett weg. Genau, das schimmert nämlich so. Also das flimmert. Flimmert ist das bessere Wort. Flimmert. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was das ist, ehrlich gesagt. Weil, also es müsste wahrscheinlich irgendwas mit diesen Fackeln zu tun haben. Aber die haben ja gar keine Effekte, ne? Nee. Warte mal, wenn ich Effekte, Umgebungseffekte anmache. Ah ja, doch. Aber das ist grün. Und das hier am Boden ist pink. Ja, keine Ahnung, ob jemand von euch weiß, was das ist. Ist mir noch nie aufgefallen. Ist auch nur an dieser Stelle. Ich dachte erst, da liegen Antidote, Potions und hier levelt jemand. Aber erstens droppen die Monster in Fly PC gar keine Antidotes. Und zweitens, oder zumindest nicht alle Monster. Das ist nur in Fly Universe, glaube ich, so. Und, wer zum Teufel würde in B4 leveln? B3. Verdammt, ich sage immer B4, ich meine natürlich B3. Crazy, ne? Aber, keine Ahnung. Also von weiter weg, genau, ich bin so hingelaufen, dachte mir so, Alter, als ob hier jemand levelt. Ich dachte, das ist ein Refresher oder so. Und dachte mir schon so, no way. Komplett random an einem Wochentag, als ob hier jemand auf B3 rumchillt. Selbst ein Bot wäre unlogisch, weil warum würde jemand freiwillig auf B3 botten? Aber, ja, war echt weird. Ja, keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Aber ist ganz funny. Ist mir noch so aufgefallen. Aber es ist sicherlich nicht der einzige Fehler in Fly PC, geschweige denn in Fly in general. Aber ja, das waren im Endeffekt so die Updates, also Level 86. Ihr seht, wir kriegen extrem viel XP. Gerade läuft Lord XP-Event. XP-Event an sich, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob es schon läuft. Wobei doch, müsste eigentlich schon laufen, oder? Ich glaube schon, ja. Egal, nicht so wichtig. Jedenfalls, ja, Level 100 wird am Wochenende vielleicht sogar drinnen sein, je nachdem, wie viel wir dann tatsächlich spielen werden. Wobei ich letztes Mal tatsächlich gar nicht so viel gelevelt habe bei dem letzten Tournament, muss ich tatsächlich sagen, weil da bin ich dann doch auf B1 geblieben. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, entweder ich bleibe jetzt auf B1 oder gehe auf B2. Dann habe ich B2 ausprobiert und dann hat mich das aber zu sehr genervt. Dann bin ich doch wieder auf B1, weil es auch vom Level noch sehr gut gepasst hat. Und habe dann tatsächlich gar nicht so viel gelevelt. Ich habe, glaube ich, dann tatsächlich nur 3 oder 4 Level-Ups gehabt, weil die Monster halt irgendwann im Level sogar 2, 3 Level unter mir waren. Was ja auch nicht schlimm ist für das Tournament oder für sonst irgendwas. Oder für Killspeed und so ist ja eigentlich sogar gar nicht so schlecht. Aber diesmal weiß ich noch nicht, wie ich es machen werde, weil ich meine, hier jetzt unbedingt auf Krampf lange bleiben, habe ich ja gerade schon gesagt, fühle ich jetzt nicht so und will dann eigentlich schon wieder nach Asria gehen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, okay, Kings wären so mein Ziel, da müsste ich ja tatsächlich noch 7 Level-Ups machen. Und das Tournament ist aber schon übermorgen und morgen ist, glaube ich, das letzte, oder ich weiß gar nicht, ob morgen noch ein Daily ist tatsächlich. Ich glaube, morgen ist tatsächlich kein Daily mehr. Müsste ich nachschauen. Aber so oder so werde ich auf jeden Fall keine 103 Kings, also ich werde auf jeden Fall keine 7 Level-Ups mehr machen. Aber gut, ich meine, wenn wir wirklich bei immer 10 Level höheren Mobs leveln würden, beim Tournament selber, könnten wir es ja so ein bisschen forcieren, dass wir einfach schnell Level 103 erreichen. Level 93 meine ich natürlich. 10 Level unter Level 103. Ich dachte mir gerade selber schon, warum 103? Das ergibt keinen Sinn. Aber gut, ja, dann waren das eigentlich alle Infos für euch. Das heißt, am Wochenende auf jeden Fall, wie gesagt, Fly PC Streams werden natürlich eingebaut in meine regulären Livestreams wahrscheinlich, bis auf Sonntagmittag bzw. Nachmittag. Da werde ich ja dann wahrscheinlich gesondert nochmal nur kurz Fly PC streamen. So nach dem Aufstehen, so ein klassischer Frühstücksstream, wo man noch das Tournament zu Ende grindet, so ungefähr. Und ja, schade, dass das Tournament nicht heute ist, weil heute jetzt in relativ kurzer Zeit mit komplett wenig Anstrengungen bei einer schlechten Mobdichte schon 5 Gems gedroppt. Das ist mal wieder typisch, ne? Aber was will man machen? Gut. Dann sage ich auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Flive-Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch in Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.